Hallo meine Lieben, ich hatte euch in der letzten Weihnachtsserie eine Box gezeigt, wo ich dachte, die kann man noch ein bisschen optimieren oder auch anders gestalten, und das wollte ich heute machen. Und vor allem wollte ich heute endlich mit Buchleinen arbeiten und mit Buchleim, weil bis jetzt hatte ich ja meine Graupappe-Projekte alle mit Papier eingefasst und heute eben mal endlich Buchleinen. Und was ich da machen will oder was ich an der Box ändern will, das seht ihr dann auch gleich nach dem Intro. Die Box, von der ich gesprochen habe, das war diese hier, die ich euch in der Weihnachtsserie gezeigt habe. Ich mache solche Boxen gerne so, dass die vorne hier eine Überlappung haben und ich die so dann zusammenbinden kann. So eben auch hier. Aber ich wollte mal was Neues ausprobieren, und zwar will ich, dass diese Überlappung nicht entsteht, sondern auch hier die 3 Seiten, aber hier nur 3 cm hoch und hier nur 3 cm hoch, und dann als Verschluss einen Patronenkopf nehmen und ein Gummiband, so dass man dann von dieser Box auch vorne ein bisschen was sieht. Das heißt, hier werde ich dann auch mit Designpapier arbeiten, dass man hier ein bisschen was sieht. Und eben für mich auch das andere, dass ich anstatt mit Designpapier heute mit Buchleinen arbeite. Zum ersten Mal für mich, weil zum Beispiel hier, das war nicht absichtlich, sondern da ist mir einfach auf 2 Kanten das Papier gebrochen, und deshalb dachte ich mir, ich kann es so noch retten. Aber eben, das ist genau das Thema mit einem Motivpapier, dass euch das durchaus brechen kann. Und das sollte eigentlich mit Buchleinen nicht passieren. Und deshalb wollte ich das unbedingt mal ausprobieren. Das heißt, wir machen in etwa die Box. Ich mache es ein bisschen kleiner, die war nur 9,5 x 9,5. Die ich heute mache, ist 9 x 9 x 9 cm. Jetzt als allererstes habe ich schon mal die Graupappe zurechtgeschnitten, und da ist es für die Innenbox, sind es 2 x 9 cm x 9 cm und 2 x 9 cm x 8,6 cm, weil wir klemmen die ja dann zwischen die 9 cm ein. Das ist eine 2 mm Graupappe, und so habe ich dann hier auch wieder eine Seite, die 9 cm ist. Deshalb sind 2 davon kürzer. Und dann für außen, das ist eben das hier mit der Abänderung, dass es hier vorne nur 2 x 3 cm sind, habe ich 3 x 9 cm x 9 cm und 2 x 9 cm x 3 cm. Beim letzten Mal hatte ich euch gesagt, dass der hier oben länger sein muss, aber das war ja, weil er eben eine Überlappung hat. Diesmal sind wirklich alle 3 Stück gleich, nämlich 9 cm x 9 cm. Wenn ihr fragt, wie ich das jeweils schneide, ich habe verschiedene Sachen ausprobiert. Am besten funktioniert es für mich, wenn ich hier ganz einfach eine Schneideunterlage nehme, meinen quasi Lineal vom Nähen, also wo ich Stoffe damit schneide. Und dann habe ich extra ein Rollmesser. Das verwende ich für nichts anderes, nur für die Graupappe. Aber das ist halt ein schönes, robustes Messer. Und damit kann ich dann schön quasi dem Lineal entlang fahren und bekomme so wirklich bis jetzt eigentlich die besten Resultate. Von dem her schneide ich das jeweils so. Und jetzt starten wir hier schon mal mit diesen 2 x 9 cm und 2 x 9 cm x 8,6 cm. Minim kleiner. Und die kleben wir zusammen. Dafür verwende ich ganz einfach einen Weißkleber. Und natürlich wie immer meine Hilfsecken. Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit, I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. So müssen die zusammen, das heißt die kurzen Seiten, die 8,6 sind, werden hier reingeklemmt. Und genauso klebe ich das. Ich verwende am liebsten hier einfach einen Weißkleber für solche Arbeiten. Mal kurz gucken, dass es die richtige ist. Genau. Und dann kann ich hier auf der Seite einfach einen dünnen Streifen machen.
is how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better that you are not with me. Die halte ich jeweils am Anfang kurz ein bisschen fest und dann mache ich hier diese Ecken drauf, damit das dann auch so festgehalten wird und so trocknen kann. Dann noch die zweite Seite. That's why I wrote you a letter, 'cause you see I write so much better than I speak, and I need to tell you. So, und genauso lasse ich die jetzt trocknen. Dann kann ich schon mal anfangen mit dem Papier zuschneiden. Ich will hier, also ich verwende von Buchleinen so wirklich ein ganz helles, das ist ein Namen, Nude. Und ich habe es bestellt, das Buchlein bei waschdwerke.ch bei mir. Und deshalb habe ich mir, ich werde heute zur Deko, ich denke, es wird heute das letzte Mal sein, aber ich finde den so süß, von dem her werden wir wieder das kleine Häschen von Stuff Deluxe nehmen. Deshalb habe ich auch das Designpapier so gewählt. Und da brauche ich die ganze Seite, weil ich mache es ein bisschen anders als letztes Mal. Ich werde 3 Seiten auf einmal machen, weil wir eben hier vorne wirklich diese Seite dann auch sehen werden. Mache ich eine, die hier ringsherum geht, über 3 Seiten und dann klappe ich das hinten ein und mache noch eine Abdeckung für hinten. Von dem her muss ich die von der Länge her gar nicht schneiden, sondern nur von der Höhe her. Und wir haben eine Box von 9. Ich muss es unten und oben umlegen können. Da mache ich das 2 cm. Also sind wir bei 13 cm. Sollte das eigentlich getrocknet sein, so dass ich das wegnehmen kann. Ist auch super, die wurden so in einem Paket geliefert, wo auch dieses Täschchen mit dabei war. So verliert man die nicht. Weil nur 3 davon machen ja dann keinen Sinn. Genau. So, also, damit ich so schön gerade aufbringen kann, zeichne ich mir hier die 2 cm Linie kurz ein. Unten reicht eigentlich. Jetzt, um die einzufassen, bleibe ich kurz noch, ja, oder? Doch, ich bleibe hier noch beim Leim. Den Buchbinderleim verwende ich dann nachher für das Buchbinderlein. Das heißt, ich gebe hier auf die Graupappe erstmal auf eine Seite Kleber drauf. Ich muss kurz von der anderen Seite gucken, dass ich da überall... Oder ich walze es einfach kurz. Nicht, dass da was passiert. Wir hatten gesagt, 21, also ich falze es hier bei 1 cm und dann bei 10 cm. Dann weiß ich schon mal, wo ich das hinlegen muss. Nämlich unten genau auf die Linie und dann an die Falzlinie, die ich gerade gemacht habe. Kurz ein bisschen festdrücken und dann kann ich das von der anderen Seite feststreichen. Dann kann ich diese Seite hier schon mal hochlegen. Können wir das hier drüben auch falzen. Und das festkleben auch. Und dann kann ich eben noch die beiden Seiten hier umlegen.
feel like it was long ago. We were head over heels in love, thought it lasts forever, but somehow we got lost. Looking back, I didn't realize what was wrong with me. I can't deny I took you for granted. You finally had enough. Die Ecken könnt ihr schon mal so ein bisschen vorformen. Und jetzt brauchen wir hier noch ein Stück und da gehe ich nicht bis ganz außen, sondern ich nehme hier 8,8, das heißt 2 mm kürzer, aber auch die 13 cm in der Länge. Da ich jetzt ein Muster drauf habe, muss ich natürlich gucken, dass das weitergeführt wird, aber hier haben wir 8,8 und denke, ich habe hier unten angefangen. Das ist genauso, das heißt von hier weg müssen es 13 sein. Und so kann ich das auch noch drauf kleben. Das heißt, ich gehe hier nicht bis ganz außen, gebe aber hier schon mal Kleber drauf. Hier die Kante natürlich bis ganz außen. Hier drüben wieder nicht bis ganz außen und unten bis ganz außen. Und dann gebe ich hier entlang von der Außenseite einfach einen kleinen Strich an Kleber, damit ich das schön runterkleben kann. So. Und das Ganze jetzt passgenau drauf. So, ist die schon mal so eingefasst. Jetzt hier unten könnt ihr ganz einfach an Ecken wegschneiden. Also ihr geht nicht genau bis an die Graupappe dran, sondern so 2 mm davor. That's why I wrote you a letter, 'cause you see, I write so much better than I speak, and I need. Was ich auch noch mache, diese Ecken hier, die schneide ich weg. Oder da, wo ich einfach jetzt quasi doppelt Papier habe, die schneide ich so ein bisschen zurück. Und da gehe ich jetzt überall auch noch mit dem Falzbein entlang, damit ich dem Papier so ein bisschen helfen kann, dass es auch weiß, wo es sich da legen muss. Und so können wir das Ganze jetzt quasi auch runterkleben. Das war schon mal oben und unten können wir das Ganze auch einschneiden. Und das können wir hier so ein bisschen runterstreichen. Respektive, es geht einfacher, wenn ich zuerst das walze, dass auch hier das Papier wieder weiß, wo es sich hinlegen muss. Jetzt hier unten gucke ich jeweils drauf, dass ich nicht zu große Überlappungen habe. Weil hier muss es nicht so schön aussehen, da kleben wir gleich noch einen Boden rein. So, respektive wir kleben von unten einen drauf und dann am Schluss kommt von innen auch noch einer rein, damit das hier wirklich schön aussieht. Und
wenn ich das richtig gemacht habe, dann müsste das jetzt Zentimeter. Ich würde sagen, ich mache 8,9. Dann kann ich den hier unten festkleben. Dann haben wir schon den ersten Teil des Bodens, die Box selber. So, und jetzt habe ich noch das Papier für das Innenleben geschnitten. Wir haben ja innen drin 8,6 vom Platz her. Und deshalb habe ich seitlich, also hier in der Länge sind es 10,6, weil ich brauche die 8,6 plus 1, um das hier die Laschen festzukleben. Und das habe ich dann jeweils bei einem Zentimeter gefalzt. Und von der Höhe her, weil das 8,9 sein müssten, plus unten in 1 cm Kleberlasche, sind wir bei 9,9. Also 9,9 mal 10,6 und unten und auf den Seiten jeweils bei einem Zentimeter gefalzt. Und dann habe ich hier die Ecken abgeschnitten und das oben auch so ein bisschen angeschrägt. Das habe ich mit 2 Stück gemacht. Dann 2 Stück 9,9 mal 8,5, also 9,9 in der Höhe und dann bei einem Zentimeter gefalzt und 8,5 in der Breite. Ich weiß, es sind 8,6, aber durch die Dicke vom Papier her hat das nicht ganz so gut Platz, von dem her nehmen wir hier 8,5 und dann habe ich eben auch unten die Laschen wieder angeschrägt, oben natürlich nichts. Und dann für den Boden innen drinne 8,5 mal 8,5, der sollte eigentlich wunderbar Platz haben drinnen. Somit kleben wir hier zuerst diese Teile rein auf je 2 Seiten, dann diese Teile auf die anderen Seiten und dann unten noch den Boden. That's why I wrote you a letter, 'cause you see I write so much better and I speak. I need to tell you, you were my best friend to the end. I hope I'll be happy without you. Right now I don't know. Das heißt, ich stoße das jeweils mit dem Falzbein zuerst so runter, damit es am Boden liegt, dann passt es sich eigentlich schon richtig ein. Dann presse ich die Seiten runter und dann gucke ich als erstes hier oben die Kante an, weil die sieht man am ehesten, dass die wirklich schön ist. Jo. Und so klappt das eigentlich relativ gut. Und dann haben wir hier einen ganz dünnen Rand. Das auch mit der zweiten Seite. Dann haben wir auch die zweite Seite schon drin und jetzt noch diese beiden. Und zu guter Letzt noch der Boden. So, dann ist die Box gemacht. Eine Seite eben, wo ich hier die Überlappung sehe, die wird bei mir, wenn man das dann, hier vorne wird der Verschluss sein, das heißt, ich mache das auf die Rückseite. Genau. Und wie immer schön robust bis auf den Boden, aber das kleben wir ja eh in die Box rein. Von dem her muss der im Moment noch nicht stabil sein.
So, und jetzt seid bitte nachsichtig mit mir, weil, wie gesagt, ich mache das heute zum ersten Mal. Ich habe bis jetzt immer nur Videos geguckt. Liebe Grüße an Sabrina, Kreativpünktchen hier an der Stelle. Ich habe gelernt, ich brauche eben Buchbinderlein. Das habe ich auf die Größe zurechtgeschnitten, dass ich ringsherum 2 cm Rahmen habe. Hier hinten habe ich ein bisschen Überstand stehen lassen, damit ich das noch ausrichten kann. Dann habe ich Buchbinderlein, das war auch der einzige, den ich gefunden habe, das Call All Buchbinderlein, ja, genau. Dann habe ich einerseits einen Silikonpinsel, weil ich dachte, es wäre eigentlich bequem, das mit dem einzustreichen, aber wenn es nicht funktioniert, habe ich noch einen normalen Pinsel, ein feuchtes Tuch, dann die Matte, wenn ich dann an die Ränder komme, dass ich da drauf das sauen kann. Und dann auch Tücher, damit ich das, wenn ich das mit dem nassen Lappen abgeputzt habe, wieder trocknen kann und dann mit dem Buchbinderlein auch wieder an die Stelle gehen kann. Ja, von dem her, es wird spannend. Wie gesagt, ich versuche es jetzt zuerst mal hier mit dem Silikonpinsel. Und hier drauf steht verdünnen, falls notwendig. Ich weiß nicht, ob notwendig ist oder nicht. Und ich habe auch noch kein Experiment gemacht von wegen Leim selber herstellen. Ich dachte, wenn ich das zum ersten Mal mache, dann, ja, nehmen wir zuerst mal ein richtiges Medium und experimentieren dann später. Funktioniert gar nicht mal so schlecht mit dem Silikonpinsel. Und ich habe mir die 2 cm Markierung angezeichnet, damit ich das hier schön platzieren kann. Und das dann schöne gerade verläuft. Okay, ich weiß, was Sie gemeint haben, als Sie gesagt haben, man kann es verdünnen. Der ist tatsächlich ein bisschen dickflüssig. Könnte meiner Meinung nach dünner sein. Jetzt habe ich hier einen Abstandhalter von 1,5 cm. Wenn ihr jemanden zugucken wollt, der das wirklich kann, dann sind sehr gute Adressen eben Sabrina, Kreativpünktchen, Charlies Mama, die Jenny und ich weiß gar nicht, wie der andere Kanal, Kreativ Ivy. Ich schreibe es euch dann unten rein, damit ihr so ein bisschen auch da vielleicht reingucken könnt, weil ich finde, die machen alle drei wirklich super Sachen. Ich sehe auch schon, dass ich, warum der Silikonpinsel nicht funktionieren wird für den Rest, weil ich muss hier an die Kante rankommen und das geht mit dem hier nicht wirklich. Gut, dann doch Pinsel. Wie gesagt, ich lerne. Aber ich fand halt das Schöne, weil ich den ganz einfach abputzen kann und gut ist. Also erstmal hier drüben muss ich das zurückschneiden, dass ich da auch 2 cm habe.
Und ja, ich verstehe auch, warum man da ein feuchtes Tuch braucht. So. Dann die Ecken abschneiden. Ich fange immer an den kurzen Seiten an. Ich muss den definitiv aufdünnen. Der ist massiv zu dickflüssig. Aber es ist zum Arbeiten echt super angenehm. Bis jetzt zumindest. Ich sollte besser noch nichts sagen. Wir gucken dann am Schluss. Jetzt hier habe ich gelernt, aus der Mitte das hochziehen. Immer wenn die Frau B ruhig ist, dann muss sie sich konzentrieren. Aber ich hätte schon gerne, dass es hier schön wird. Weil ich habe jetzt so lange immer gesagt, ich würde gerne mal endlich mit Buchbinderleinen arbeiten. So. Jo. Also ich würde sagen, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Bevor ich jetzt hier weitermache, muss ich mich noch um den Verschluss kümmern, weil den will ich ein bisschen verstecken in der ganzen Geschichte drin. Wo ist meine Box? Hier. Zack, 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 zack. Andere Seite. So, zack, 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 zack. So. Herrlich. Und keine Angst, dass irgendwo Papier reißt. Das ist wunderbar. Sieht doch nicht schlecht aus. Gut. Jetzt brauche ich hier einen Elastik, Crocodile und den Knopf unten, um das festzumachen. Wenn ich das habe, dann kann ich hier das Ganze dann auch noch abdecken. Jetzt, da ich nachher, also der kleine Süße kommt oben drauf, da erzähle ich nachher noch mehr. Das heißt, es ist eher in den Brauntönen gehalten. Elastik war das einzige, was dazu gepasst hat, bei mir weiß. Und da ich die Knopfniete in Silber habe, möchte ich auch die Ösen in Silber haben. So, jetzt brauchen wir hier unten, da will ich den schön mittig anbringen, das heißt 1,5 Zentimeter in etwa hoch und mittig bei 9 wären es ja 4,5. Ich würde sagen, wir müssen hier hin. Es ist eine ziemlich kleine Schraube, von dem her kann ich da mit einem kleinen Loch das machen. Mal gucken, ob das funktioniert.
Der steht schon relativ weit raus, aber ist für mich völlig okay. Und dann oben auch wieder bei 1,5 cm, würde ich sagen, damit es so ein einheitliches Bild gibt. Und dann gehen wir 1,5 rein. Da jetzt natürlich das große. Gummi zuerst hier durch, dann die Öse. Kann man das schon mal festmachen? Und den Stupser hier hinten abschneiden. Das hält dann quasi dadurch. Gucken, wie viel Zug ich hier drauf brauche. Dann schneiden wir das hier kürzer. Ein Stück rausgucken. Öse wieder rein. Manchmal geht es einfach, manchmal muss man hier echt ein bisschen kämpfen. So, ne? Auch hier das wieder festmachen. Stupser abschneiden. Dann müsste das hier eigentlich funktionieren, dass ich so dann die Box zumachen kann. Jo, passt doch. Wunderbar. Haben wir das schon mal. Aber ich werde diesen Teil hier lasse ich so, dass man den aufklappen kann. Das heißt, ich brauche hier nochmal Buchbinderleinen. Und zwar von der Breite her oder von der Höhe her nehmen wir 8,7 und hier nehme ich 23,5. So, jetzt kommt nochmal der Leim zum Einsatz. Damit ich das hier schön draufkleben kann. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, hier über die Nieten drüber zu gehen, aber wir machen das jetzt einfach mal. So, und jetzt noch meine Box drauf. Das machen wir wieder mit Kleber. Das heißt, es kommt hier schön mittig rein. Ich klappe das hier kurz hoch, damit ich sehe, dass das wirklich auch schön mittig liegt. Und die Klappe hier vorne, die klebe ich natürlich auch hoch, oder ich versuche es. Ich hatte hier eigentlich von der Graupappe ein bisschen ausschneiden müssen, weil dieser Knopf schon eher dick ist.
wir versuchen es. I should have done so much more, like giving you the things you asked me for. Ich musste also ich habe das nochmal ein bisschen gelöst, ohne dass ich euch dabei zusehen habe lassen, und habe ganz einfach mit dem Präzisionsmesser hier in die Box, da wo der Knopf war, so ein bisschen ausgeschnitten oder das Papier und die Graupappe angeschnitten, damit da der Knopf oder der Hinterteil, der Rückteil des Knopfs, dass der da so ein bisschen Platz hat und so die Box besser an der, oder dieser Teil besser an der Box noch klebt. Aber ich würde sagen, die ist doch schon mal sehr cool geworden. Und jetzt können wir noch ein bisschen dekorieren. Ich musste ein bisschen suchen, damit ich das Richtige finde. Ich habe das hier mit dem Laser gemacht. Ich habe mal ein bisschen was anderes ausprobiert. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt. Aber ich habe zuerst den Hasen ein Bitmap Engraving gemacht. Das heißt, ich habe das Bild genommen und da das quasi graviert, damit ich so die Schattierungen, dass sich die hervorheben. Und dann habe ich die Außenlinien ganz normal graviert, wie ich sonst Sachen auch graviere, inklusive der Schriftzug. Und ich finde, diese Kombi wirklich ist Hammer geworden. Und den will ich jetzt eben hier drauf haben. Plus noch ein bisschen Garn oben. And I know I was wrong. It's what I try to tell you with my song. Tell you with my song. So, Stunden später. Ach, und übrigens vom Gravieren her, das ist ein MDF, das habe ich, das Bitmap mit Geschwindigkeit 150, Power 30, 100 Linien. Dann normal graviert habe ich mit Speed 100, also Geschwindigkeit 100, Power 20, auch 100 Linien. Und geschnitten habe ich es dann mit Geschwindigkeit 10 und Power 70. So. Jetzt damit der oder diejenige, bei mir jetzt natürlich nicht, weil wird ja niemand das Geschriebene hier hinten drauf haben, aber ich würde das jetzt jeweils so mit Klebepunkten festmachen, weil dann kann man es auch wieder runternehmen und das für ein anderes Projekt verwenden, wenn man das denn will. Die Fäden gerne nicht hinten festkleben. Machen wir den schön mittig hier hin. Es braucht gar nicht so viel Schnur. So, und ich glaube, ich möchte da, weil jetzt habe ich braun-schwarz und dieses Grün hier habe ich nicht aufgegriffen, von dem her nehme ich da noch so ein paar Punkte. Dann ist das doch schön ausgeglichen. So, und das ist meine Box für heute. Mein erstes Projekt mit Buchbinderleinen. Und ich kann sagen, es wird nicht mein letztes sein. Weil ich finde, die Haptik finde ich halt einfach extrem schön und es ist halt auch wirklich edel. Und eben, ich habe das Thema nicht, dass mir irgendwo Sachen reißen. Jetzt nur bei der Farbe hier, es fängt sich irgendwie überall die Fussel. So, jetzt hier von der Seite das Designpapier, hinten schönes Buchbinderleinen, auch an der Seite, oben die kleine Verzierung hier und vorne eben der Verschluss mit den Knopfnieten und das lässt sich dann halt einfach auch ganz öffnen. So seht ihr es. Hat eigentlich gar nicht mal so schlecht funktioniert mit hier das zu überdecken. Jo. Das als mal eine andere Option
zu denen, die ich euch bis jetzt gezeigt hatte, eben mit diesem Verschluss, weil ich schön finde, dass hier vom Designpapier schon ein bisschen hervorkommt und halt eben auch mit diesem Verschluss hier mit dem Gummizug. Jo, und ein bisschen Verzierung und schon ist die kleine Osterbox fertig. So, das war's für heute. Das war das, was ich euch zeigen wollte oder wo ich euch auf die Reise mitnehmen wollte. Ich hoffe, das war hilfreich für euch. Wenn ihr Tipps für mich habt, was ich anders machen könnte oder hilfreiche Tools oder was auch immer, von denen, die da Ahnung von haben, nicht so wie ich, die das heute das erste Mal gemacht hat, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Jo, und für diejenigen, die das auch noch nie gemacht haben, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen inspiriert, dass ihr das auch mal ausprobiert. Macht wirklich Spaß. Ja, und dass euch das Video gefallen hat und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! What if I said I'm sorry? What if I make a scene?